Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Und ganz am Anfang, bevor es losgeht, schenkt uns eure Liebe, denn wir geben euch auch unsere. Jeden Tag gibt es ein neues Review von der bezaubernden Jessie oder von mir. Abonniert genau jetzt den Kanal, macht es eine gute Sache. Ja, und das Modell, das ich heute dabei habe, ich schaue es gerade an, das hat es in der Vergangenheit schwer. Das hat sehr wenig Liebe von den BMW-Fans bekommen, aber jetzt ist es größer geworden, moderner geworden, hat zwei Plug-in-Hybride, Antriebe und hat für mich endlich das Prädikat BMW verdient. Hier steht da der Zweier Active Tourer. Ein Van oder Crossover mit ziemlich wenig Konkurrenz in seinem Premium-Umfeld und den werde ich euch heute vorstellen. Was machen wir zusammen? Wir sprechen über die neue Optik vom Auto, was Anfang 2022 auf den Markt kommt. Wir werden in den Innenraum gehen, das Curved-Display betrachten, auf die Rückbank gehen, wir werden den Kofferraum betrachten, wir werden über die Motoren sprechen, da gibt es echt viele, wir werden über den Preis, über die Förderung sprechen. Ja, nur fahren. Fahren dürfen wir Wally leider nicht. Warum Wally? Der macht sehr lustige Geräusche übrigens, ist eins der ersten gebauten Modelle. Ja, und dann betrachten wir dieses Auto jetzt erstmal in der Historie, dann geht es mit der Optik los und dann bekommt Wally einen kleinen Kuss und ganz viel Liebe von The Car Crash Review und ihr abonniert genau jetzt den Kanal mit genauso viel Liebe. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich natürlich über unseren Kooperationspartner, das ist GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache, auch wenn das Auto natürlich noch eine Weile braucht, bis es auf den Markt kommt. Warum wird der Leasingpreis bei den Plug-in-Hybriden sehr gut sein? Ihr zahlt nur eine Dienstwagensteuer von 0,5%, habt eine Förderung aktuell von bis zu 7.000 € bei einem Plug-in-Hybriden. Das ist wirklich eine sehr spannende Sache. Wenn man jetzt über die Historie vom Zweier Active Tourer spricht, dann ist es eine schwierige. Denn da kamen zwei Dinge bei Marktstart 2014 zusammen, die die BMW-Fans gehasst haben. Da spricht man nicht von Liebe, sondern wirklich von Wut. Das war nämlich der erste Van, den es dann von BMW gab und es war das erste frontgetriebene Modell von BMW. Und bisher war ja immer Antrieb und Lenkung getrennt, dann kam es vorne an der Vorderachse zusammen, dann noch so eine Karosserieform, das war irgendwie zu viel. Habe ich nie verstanden. Fand ich auch ein bisschen unfair, weil es gibt halt eben nicht nur die Dreier- oder die Einser- oder die Achterfahrer oder so, sondern es gibt halt auch Familien und da macht es halt ganz schön viel Sinn, dass der Antrieb vorne ist, weil wir hinten einfach ein bisschen mehr Platz gewinnt. Jetzt werde ich natürlich einen Shitstorm ernten, aber dieses Auto ist deutlich schöner geworden. Man hat sich inzwischen auch einfach daran gewöhnt, dass es mehr frontgetriebene Modelle gibt und um ehrlich zu sein, um vor allem auch aufrichtig zu sein, ist ein Teil der Wahrheit, dass dieses Auto einen großen Teil zum Erfolg von BMW beiträgt. Denn der hat sich seit seiner Markteinführung 2014, das ist 8 Jahre her, 430.000 Mal verkauft. Das ist echt eine Menge und da ist es dann auch ziemlich egal, was die BMW-Fans davon halten. Was man sagen muss ist, der Zweier Grand Tourer, der wird also den gibt es nicht mehr, ne? Der wird auslaufen. Und dann ist dieses Auto inzwischen halt nicht mehr das einzige frontgetriebene Modell beim BMW. Der Einser zum Beispiel hat auch diese Thematik, der Zweier Grand Tourer. Der i3 wird übrigens auch in Leipzig gebaut. Man probiert, dieses Auto relativ energieneutral zu produzieren. Ja, und der einzige Wettbewerber, ehrlich gesagt, kommt von Mercedes. Hier haben wir ein Premium Crossover, Premium Van. Die Karosserieform genau zu bestimmen, ist einigermaßen schwierig. Und jetzt sprechen wir natürlich nicht mehr darum, dass es am Anfang dann 2022 nicht nur die 3 Benziner gibt, einen Diesel, dann später einen Allrad und dann wiederum später 2 Plug-in-Hybride. Hier steht ja der große 230 E-PHEV, ne, mit dem Akku dann im Unterboden mit einer Reichweite von 80 Kilometern, sondern wir haben auch die normale Basisline, wir haben die Luxury Line und wir haben das M-Sport-Paket. Hier ist das M-Sport-Paket drauf. Es wird
11 Lackvarianten geben, davon 2 Unilacke, ganz spannend. Diese Farbe hier drauf finde ich mega geil. Aber jetzt sprechen wir natürlich über die Ausmaße. Und da ist das Auto einfach 3 cm in die Länge gewachsen, 2 in die Höhe, 2 in die Breite. Das ist dann in Daten ausgedrückt eine Länge, die 4,39 Meter ist, eine Breite, die 1,82 ist und eine Höhe, die etwa 1,58 ist. Und damit ist er natürlich erwachsener geworden, wie Automobiljournalisten immer so schön sagen. Wally macht schon lange keine Geräusche mehr, was ich gut finde. Wenn man ihn von vorne betrachtet, dann ist er auch aerodynamisch optimiert. Wir haben hier jetzt den neuen Grill hier vorne mit einer Jalousie dahinter, die man in 10 Stufen öffnen kann. Ein Radarsensor hier integriert in die Niere rein, eine Kamera nach vorne, ein CW-Wert von 0,26. Was Gutes. Dazu haben wir hier vorne die sogenannten Air Curtains. BMW hat den Namen ja berühmt gemacht, schaut euch das an, hier auch für einen besseren CW-Wert. Und wenn ihr dann das M-Sport-Paket wählt, haben wir hier ein eingelassenes BMW-Zeichen vorne drin, was sehr schick ist, finde ich. Ja, und dann spricht man natürlich über Licht. Nicht nur Audi macht gutes Licht, sondern auch BMW und das wird immer wichtiger und ist schon ein sehr wichtiges Thema. Serienmäßig haben wir ein LED-Licht, optional gibt es dann ein Matrix-LED-Licht, hier steht es drauf, BMW LED, seht ihr hier schön, die Doppelschikane in dem Licht, in der Tagfahrsignatur. Hier jetzt 2 bzw. 3 Elemente drin in dem Licht. Das ist von vorne, finde ich, schon eine Optik, die BMW sehr gerecht finden wird. Wir haben hier auch eine glänzende Optik hier vorne und ein EM-Kennzeichen heißt, wir haben hier den Plug-in-hybriden Antrieb. Ich habe also keinen Quatsch erzählt. Wenn wir jetzt ins Profil gehen von diesem Auto, dann seht ihr, dass wir einen sehr langen Radstand haben, relativ kurze Überhänge. Und das ist natürlich sehr wichtig und gut, weil das wird dem Platz im Innenraum zugutekommen. Der Akku hier, 16,3 Kilowattstunden groß, sitzt quasi unten zwischen den Achsen, sorgt für einen tiefen Schwerpunkt und mehr Platz im Kofferraum. Ja, und jetzt spricht man vielleicht erstmal dann über die Felgen. 16 bis 19 Zoll sind sie groß, die hier ist 18 Zoll groß. Wir haben hier eine M-Sport-Felge, die mir sehr gut gefällt, mit vielen Speichen. Richtig schön, vielleicht schaut ihr auch mal frontal drauf, dass ihr sie ein bisschen besser seht, weil BMW hat sich sehr viel Mühe gegeben, dieses Auto ein bisschen mehr BMW zu machen. Und wenn wir jetzt über das Laden vom Akku sprechen, dann hat man sich bei BMW auch sehr viel Mühe gegeben, weil bisher war der alte PF, da gab es ja nur eine Version, nur bis zu 3,7 kW ladbar und jetzt doppelt so schnell. Ne? Muss man auch machen, weil der Akku ist echt relativ groß, mit einer Reichweite dann von 80 Kilometern rein elektrisch. Ja, hier lädt man den dann mit bis zu 7,4 kW, dann wäre das Auto in 2,5 Stunden etwa vollgeladen. Mit dieser Ladekapazität normal an der Steckdose bräuchte man 8, also immer über Nacht voll. Aus meiner Sicht völlig ausreichend. Und wenn ihr dann einfach mal nach hinten weitergeht und hier die Türgriffe anschaut, dann ist nicht nur der Unterboden nahezu komplett verkleidet, sondern eben auch die Türgriffe hier eingelassen, was auch wiederum für einen besseren CW-Wert sorgen soll. Ein Dach, fast 1 Quadratmeter groß, öffnbar hier oben, richtig schick. Wir haben hier eine Chromumrandung um die Fenster. Ja, und das Design auch in der Seite ist jetzt wesentlich schnittiger aus meiner Sicht, wesentlich weniger wähnig und trotzdem irgendwie nutzwertorientiert, was mir sehr gut gefällt. Wenn man jetzt schon im Profil ist, spricht man natürlich auch noch darum, dass es ein M-Sport-Paket hier gibt, beziehungsweise ein M-Sport-Fahrwerk. Dann steht dieses Auto 15 mm tiefer. Hier nicht, weil wir haben ja den Plug-in-Hybriden. Es gibt trotzdem dieses Fahrwerk, steht allerdings nicht tiefer, muss man wissen. Es gibt ein normales Stahlfahrwerk, es gibt adaptive Federn und es gibt dann eben noch das adaptive M-Sport-Fahrwerk, was interessant ist. Ja, und wenn man jetzt ans Heck geht, dann ist es für mich vor allem mit diesem M-Sport-Paket hier die Schokoladenseite. Schaut euch das vielleicht mal an. Riesiger Dachkantenspoiler hier hinten, was fast schon ein bisschen Lamborghini-esque ist. Da hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Finlits hier. Und was mir am besten gefällt am ganzen Auto, bin ich ehrlich, sind die Leuchten hier hinten und die Grafik. Schaut euch das mal an hier. Zieht sich jetzt nicht ganz durch. Ich glaube, da mache ich euch ein Schnittbild drüber.
Dann haben wir hier den X-Drive drauf. Wir haben ja ein Allrad, ne? Der Elektromotor, das ist spannend, sitzt an der Hinterachse, der Verbrenner sitzt an der Vorderachse und damit bekommen wir ein Allrad. Nachteil ist der E-Motor bzw. der Akku leer, haben wir nur noch ein frontgetriebenes Modell. Dann, sehr spannend, man hat sich bei BMW bewusst dazu entschlossen, keine Endrohre mehr zu zeigen. Man geht in die Zukunft, bald wird sehr vieles elektrisch oder elektrifiziert sein. Wir haben hier unten so einen Diffusor, der irgendwie so gut an den Van passt wie ich, keine Ahnung, in die Autobild. Aber es macht dieses Auto natürlich dynamischer oder lebendiger. Jetzt mache ich euch gleich mal den Kofferraum auf. Das Auto zieht als Plug-in-Hybride 1,4 Tonnen, als normaler Verbrenner 1,5 Tonnen. Und jetzt öffnet sich ein Kofferraumparadies und der Hauptgrund, warum so viele Familien auch auf dieses Auto stehen, 470 bis 1455 Liter Kofferraumvolumen. Aber, muss man sagen, wenn ihr die größeren Motoren nehmt, also den großen Benziner zum Beispiel oder den mittelgroßen Benziner, habt ihr da hinten eine 48 Volt Batterie drin, dann wird der Kofferraum ein bisschen kleiner, nehmt ihr den PF, habt ihr da hinten auch viel Elektronik drin, dann wird der Kofferraum etwas 70 Liter kleiner im Vergleich zu dem, was ihr hier seht. Ja, und jetzt würde ich sagen, kommt da mal her, die Ladekante ist relativ tief, aber hier so ein bisschen nach vorne gezogen, hier nochmal so einen kleinen Schutz habt ihr. Hier unten habt ihr das Ladekabel, das ist auch spannend, das ist dann hier für Schnellladen. Habt hier dann noch ein bisschen Platz und das sind dann 406 Liter Kofferraumvolumen etwa. 12 Volt Steckdose habt ihr hier und ja, einigermaßen solide Platz. Aber was wir jetzt natürlich mal machen werden, ist die Rückbank umklappen. Das geht nicht von dieser Seite hier, dafür muss ich mal nach hinten gehen dann. So. Einmal. Zweimal. Und dass es nicht so langweilig ist, kommt er vielleicht mal noch hier hin, weil der Plug-in-Hybride unterscheidet sich von einem reinen E-Auto natürlich dadurch, dass ihr den doch mit Benzin betanken könnt und dann eine sehr hohe rein elektrische Reichweite habt. Ich mache das hier mal so vielleicht ein Stück wieder hoch, dass ihr euch das anschauen könnt. Klappt mal auf der Rückbank einfach ganz um. So. Und dann öffnet sich halt ein Kofferraumparadies, was dieses Auto eben sehr flexibel macht aus meiner Sicht. So, mach mal hier wieder zu, elektrische Heckklappe. Schaut euch gerne mal vielleicht auch die Materialien hier an. Das ist natürlich relativ viel Premium, auch wenn hier jetzt in der Kofferraumklappe ein bisschen Plastik ist, aber das ist sehr normal. Schauen wir mal, ob das Licht jetzt angeht. No. So, jetzt springen wir zusammen auf die Rückbank und schauen uns mal an, wie viel Platz da drin ist. Kommt mit. Und seht ihr was? Es ist sehr steil da hinten. Was kann ich also machen? Ich kann die Lehne verstellen. So, und schaut mal, hier an diesem kleinen Teil kann ich die in relativ vielen Stufen verstellen. Kann also mehr Platz im Kofferraum haben oder mehr Platz auf der Rückbank. Und normalerweise, was ich immer geil fand, hier, ihr könnt die Rückbank 13 cm vor oder zurück verschieben. Nachteil, beim Plug-in-Hybriden geht das nicht. Ja, da könnt ihr sie eben nur in der Neigung verstellen. Trotz allem ist halt eben der Vorteil hier drin, dass ich sehr viel Platz habe. Und schaut mal, so weit geht es maximal nach hinten. Klappt das auch mal nochmal hier nach hinten. Kann quasi so ein bisschen bequem hier drin liegen oder sehr aufrecht und habe halt mehr Platz hinten. Ja, wenn ihr euch das jetzt hier mal anschaut, Jessie, was ist das für ein Material? Alcantara-Leder hier. Haben wir hier Isofix natürlich, sehr wichtig für so ein Auto. Alcantara hier, glattes Außen. Könnt auch die Kopfstützen hier verstellen. Das ist schon richtig praktisch und ich habe halt eben sehr viel Platz hier drin, obwohl das Glasdach hier drin ist. Eine Jalousie haben wir auch nochmal hier drin. Und wichtig, glaube ich, wenn man Kiddies hat, sind die beiden USB-C-Stecker hier. Die beiden Lüftungsdüsen, weil dann schlagen sich die Kinder eben nicht darum. Wir haben hier nochmal ein kleines Fach, haben hier nochmal was, wo wir irgendwie Hefte reinmachen können. Und wenn ihr euch mal die Verarbeitung hier innen anschaut, vor allem die Sitze hier vorne, dann sieht man schon, oh, das ist halt eben BMW. Hier haben wir auch noch so Leuchten, die hier auf beiden Seiten angehen. Hätte ich vielleicht mal gleich machen sollen, ne, dass ihr hier drin ein bisschen mehr seht. Ist halt ein dunkler Innenraum, aber wenn ihr euch mal runterbeugt, dann seht ihr halt, wie viel Glas hier drin ist. Ja, schon sehr schick. Jetzt mache ich mal noch die Armauflage hier runter. Cupholder haben wir hier.
Ziemlich praktisch. Oder ihr klappt hier runter und habt halt irgendwie eine Durchreiche für die Skifahrer, was sehr gut ist. Jetzt schauen wir mal noch zusammen in die Tür rein. Und da sieht man halt den Unterschied zum Beispiel zu Volkswagen. Harman-Kardon-Anlage. Ja, leichtes Softtouch hier im Plastik. Dann haben wir hier einen Lederbezug und ein hartes Plastik, aber sehr viel Platz in der Tür zum Beispiel. Ja, und jetzt sprechen wir über den Punkt, der mir ein bisschen Angst macht, schon die ganze Zeit in diesem Review, nämlich die Motoren. Ganz ehrlich, aktuell ist es so, wir haben den Kia Sportage zum Beispiel vorgestellt, irgendwie 3 Motoren. Das kann ich mir relativ leicht merken. Oder ein Elektroauto, was irgendwie 2 Antriebsversionen hat. Aber hier gibt sich BMW noch richtig viel Mühe, denn wir haben 3 Benziner, wir haben einen Diesel aktuell, es wird noch einen reinen Benziner-Allrad geben und wir haben 2 Plug-in-hybride Antriebe. Und die Leistungsdaten, ja, die habe ich mir alle gemerkt. Was ist das? Fangen wir mal mit den Benzinern an. Das ist der 218i, das ist der 220i, das ist der 223i und später wird noch der 223i xDrive kommen. Die frontgetriebenen Modelle haben dann der Reihe nach 136 PS und 170 PS. Der Motor ist jeweils ein 3-Zylinder-Motor mit 1,5 Liter Hubraum. Wollt ihr dann die vollen 218 PS bei dem 223i, habt dann 4-Zylinder-Motor mit 2 Liter Hubraum. Ja, und dann ist es natürlich ganz spannend, weil es gibt noch einen Diesel. Ich liebe ja Diesel, weil wir haben viel Drehmoment von unten raus, einen geringen Verbrauch und trotzdem einigermaßen gute Leistungsdaten. Dann habt ihr eben einen 2 Liter, 118i heißt der, mit 4 Zylinder, 150 PS. Hier ist es jetzt spannend, weil BMW gibt sich auch bei dem PHEV richtig Mühe. Wir haben 2 Antriebsvarianten, das ist der 225e und der 230e. Hier steht der 230e, der 225e, der hat 245 PS Systemleistung, der hier hat 326 PS Systemleistung. Basis ist ein 1,5 Liter Verbrenner mit 150 PS und dazu kommt ein 175 PS E-Motor an der Hinterachse. Sehr spannend, rein elektrische Reichweite, 80 Kilometer. Das ist aktuell ziemlich best in class, auf jeden Fall in dieser Klasse. Also da gibt sich BMW sehr viel Mühe mit einem sehr großen Akku, habe ich euch ja erzählt. Und das macht dieses Auto so flexibel, dass man es eigentlich nur 1-2 Mal die Woche wahrscheinlich laden muss, selbst wenn man nur elektrisch fährt. Was spannend ist, später im Jahr, also später im Jahr 2022 wird dann noch der Allrad kommen. Da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber diese Variante wird sehr spannend sein, weil ihr da volle Förderung bekommt. Was das Auto kostet, erzähle ich euch im Fazit. Jetzt springen wir mal rein, ich zeige euch den Innenraum. Fahren dürfen wir leider nicht, aber kommt mit. Ja, kommen wir zum Innenraum und die Technik hier, das ist ja noch ein Vorserienfahrzeug, zeige ich euch beim anderen. Hier haben wir ja das M-Sport-Paket, das wollte ich euch einfach von der Architektur und von der Haptik und der Materialanmutung noch kurz zeigen. Glasdach hier oben, mega, seht ihr, ich würde nie mehr ein Auto ohne Glasdach bestellen, das ist riesig, macht es hier drin auch sehr hell, schaut euch das gerne mal von unten an, gefällt mir ausgesprochen gut, hier ist alles sehr dunkel und naja, Premium-Qualität merkt man allein schon, dass man hier sieht, das Dashboard ist bezogen, diese riesige Lüftungsdüse, auch hier, ja, dieses Material bei BMW im Zierelement ist großartig. Sitze zum Beispiel, auch Alcantara hier in der Sitzfläche, Leder außen, M-Sport, Farben hier drin. Die sind bequem, geben guten Seitenhalt, das sind tolle Sitze, serienmäßig sind hier drin, soweit ich weiß, Stoffsitze. Ja, und wenn ihr dann mal guckt, ist die Architektur hier drin besonders. Erstmal schauen wir vielleicht in die Tür, Harman-Kardon-Anlage, auch viel Lederbezug, nur unten ein bisschen Hartplastik, okay. Ja, und dann gucken wir mal vielleicht hier vorne hin. Hier haben wir einen rahmenlosen Innenspiegel, Leuchten hier macht man das Dach auf und zu, eine Kamera nach hinten. Für was die da ist, zeige ich euch später. Und hier haben wir eine induktive Ladebuchse hier vorne und einen Bügel, wo man das Handy festmachen kann. So ist das Handy angeschnallt, fällt nicht hier drin rum. Mega. USB-C. Stecker hier 2, hinten 2, Cupholder hier, Gangwahlhebel hier, lauter leiser hier. Parkkamera, hier geht das Auto an, Fahrmodi hier und ihr habt hier in dieser schwebenden Armauflage, was ich so noch nie gesehen habe, auch nochmal ein kleines Fach. Schaut euch die an, die ist richtig cool geworden.
Dann haben wir ein typisches BMW M oder BMW Lenkrad generell. Das ist fleischig, dick, liegt toll in der Hand. Hier ist sind die Gangwahlhebel für das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ja spannend. Bei BMW generell gibt es in dem Auto hier keine Handschaltung mehr, immer dieses 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Ja, Curve Display, 10,7 Zoll, 10,25 Zoll, Head-Up-Display. Dieses Display hier vorne ist mega geil. Vor allem in der kompakten Klasse hier so ein Display ist richtig gut. Hier vorne habt ihr dann noch Knöpfe drauf, um alles zu steuern. Jetzt habt ihr den Innenraum mal gesehen. Alles dunkel. Was wir jetzt machen, ist rüberspringen und ich zeige euch noch die Technik, wenn man dann kommt. Ja, jetzt sind wir hier im Luxury, wie Jessie sagt, Innenraum. Und den zeige ich euch jetzt. Der ist hell, das macht es natürlich alles ein bisschen freundlicher und leichter zu filmen hier drin. Ich mache jetzt mal das Dach hier nochmal auf, dass ihr das nochmal seht, weil ja, so ein Glasdach, da bin ich einfach von begeistert. Und das macht es hier drin dann jetzt auch heller. Und ganz ehrlich, BMW hat ganz dringend auf ein neues Infotainment gewartet. Das ist hier jetzt drin in der Kompaktklasse. So ein Riesenteil hier drin ist schon gut. Ganz kurz nochmal, helle Sitze hier, perforiertes Leder, schöne Sitze hier drin. Ich habe ja gesagt, 5 Innenraumwelten haben wir sozusagen. Hier jetzt das Holz, das sich bis in die Tür reinzieht zur Harman-Kardon-Anlage mit dem Holz wieder drunter, die Ambientebeleuchtung auch in der Tür dann drin, helles Leder in der Tür, unten Hartplastik, hier vorne wieder dieser Leder- oder Kunstlederbezug, Head-Up-Display, Curve-Display hier. Wir haben wieder hier die schwebende Konsole, auch Jessies Handy hier vorne wieder in der Mitte. Das ist der neue BMW Schlüssel, sehr schön, kleiner, hat man auch gelernt. Hier unten bekommt man dann noch was hin, eine Tasche, ein Chihuahua, was auch immer. Ne? Und auch wieder hier dunkler Himmel, Kamera wieder hier. Jetzt beschäftigen wir uns aber mit dem Infotainment, wie versprochen. Dafür würde ich sagen, kommt Prinzessin Jessie mal rein. Wir haben hier nicht das M-Sport-Lenkrad, es ist allerdings trotzdem fleischig und dick. Klingt pervers, liegt aber richtig gut in der Hand. Und jetzt schauen wir uns das mal an. 10,7 Zoll, 10,25 Zoll, schön curved. Und jetzt kann man das hier verstellen. Erstmal hat man hier die Assistenten am Lenkrad auf der linken Seite, sehr aufgeräumt. Blinker ist dann hier, ne? So hört sich der an. Dann haben wir hier noch Einstellungen fürs Licht. Arm liegt hier gut drauf. Harman-Kardon-Anlage, ich glaube 15 Lautsprecher. Und hier rechts haben wir dann die Möglichkeit, die Sprachsteuerung zu bedienen oder eben hier vorne ja, dieses digitale Cockpit zu bedienen. Und da haben wir die Content-Ansicht hier. Guckt mal, was man da machen kann. Könnt die Navikarte groß machen, könnt dann die Assistenten hier reinklopfen, könnt dann hier die Parksensoren reinmachen. Ihr habt hier allerdings dann auch den Bordcomputer oder die Geschwindigkeit. Wenn ihr dann hier rüber toggelt, da müsst ihr auf meinen Daumen gucken, könnt ihr auch das Head-Up-Display steuern. Dafür müsst ihr ins Head-Up-Display schauen, dass ihr das erkennt. So erkennt ihr das ganz gut. Ja, und dann könnt ihr das verändern, verschiedene Ansichten eben da reinmachen. Ich erkenne es jetzt nicht. Moment mal. So. Die Navikarte zum Beispiel, die Assistenten oder dann eine reduzierte Ansicht. Ja, das gefällt mir richtig gut. Dicker Pralltopf, wie man das kennt von BMW. Und vielleicht auch noch hier ganz spannend, dieser kleine Schalter für die Gänge, die My-Mode-Ansicht. Ihr habt personalisiert hier, was spannend ist. Ihr könnt dann, wenn ihr nochmal drauf drückt, auch ja, euch für Sport entscheiden. Dann wird hier drin alles ein bisschen roter. Oder ihr drückt nochmal drauf, dann wird alles ein bisschen effizienter. Und hier geht es dann zum Modus wechseln. Und ja, hier habt ihr dann die personalisierte Einstellung im My-Modus-Schalter, was ich ganz gut finde. Rückfahrkamera ist ein großes Thema hier. Wenn ihr dann vielleicht mal so zurückgeht, kommen wir dann gleich dazu, zu der Kamera. Assistenten haben wir dann hier auf diesem Knopf. Fahrassistenten. Und da ist wirklich fast alles drin, was ihr zum Beispiel dann auch ja, in dem iX drin habt. Ihr seht das jetzt hier, das volle Paket hier, Kamera, Bild und so, was man alles steuern kann. Beim Fahren habt ihr hier die ganzen Assistenten
und die Rückmeldung am Lenkrad. Iconic Sounds, auch ein spannendes Thema. Anfahrunterstützung, auch wirklich spannend. Ja, und dann haben wir hier im Menü, wenn man auf Home klickt, eigentlich die Möglichkeit, das ganze Home-Menü frei zu gestalten. Könnt es jetzt hier irgendwie rumziehen zum Beispiel, könnt hier zum Beispiel die Navikarte reinmachen, Radio, könnt allerdings das Wetter auch reinmachen oder ein Widget zum Beispiel wie die Uhr hier einfach hinzufügen. Ja, und wenn ihr jetzt mal hier schaut, habt ihr hier alle Apps. Das ist zum Beispiel BMW ID, also das ist John Deere oder so. Das heißt, ihr könnt euch einen Namen reinmachen und ein Nutzerprofil. Könnt mobile Geräte mit Apple CarPlay, Android Auto verbinden. Beispiel, es stinkt, Ton an Multimedia. Das ist auch ganz spannend. Das fangen wir mal an hier, den Personal Assist. Hey BMW, mache ein Foto. Geht klar, sag BMW in 3, 2, 1. Hey BMW, zeige das Foto. Hier Ihre Fotos. Und jetzt schaut euch das mal an. Wir haben jetzt hier ein Bild gemacht. So. Naja, sieht jetzt nicht so schön aus bei mir. Das sieht schon schöner aus. Das ist spannend, nicht nur wegen den Bildern, das ist ein lustiges Gimmick, sondern eben auch, man kann hier von außerhalb über die BMW-App dann schauen, ist jemand im Auto zum Beispiel. 20 Sekunden vor einem Unfall kann man das machen oder auch aufnehmen, wenn man zum Beispiel an einer schönen Straße vorbeifährt. Kann das dann exportieren oder wieder löschen zum Beispiel auch. Ach, da seht ihr uns. Hallöchen. Das ist ja schon sehr lustig, ne? Hier geht es dann immer wieder zurück. Und ich spiele jetzt mit euch einfach mal die Apps durch, weil es so viel Spaß macht. Die My Modes haben wir zum Beispiel wieder hier. Hier geht es wieder zurück. Viele beschweren sich ja und sagen, Jan, du klickst immer so wild durch. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man diese ganzen neuen Infotainment-Systeme hat, das alles immer gleich zu checken, ne? Gut, Erinnerung ist hier dann auch drin. Live Vehicle ist ganz spannend. Bildersuche. Inhalte haben wir dann hier auch nochmal. Ich spiele es euch einfach mal durch, weil es vielleicht ganz interessant ist. Systemeinstellung, Innenbeleuchtung finde ich noch spannend. Spot pro Sitzplatz, Ambiente-Licht kann man an- und ausmachen, wo man das verstellt. Hier, da könnt ihr dann die Farbe verstellen. Schaut mal, grün könnt ihr das zum Beispiel machen. Ihr könnt das blau machen. Seht ihr dann da unten, dass sich das Licht verändert. Wenn Jessie so ein bisschen zurückgeht, sieht sie das dann besser. Könnt es dann auch reduziert bei der Nachtfahrt machen zum Beispiel. Ja, dann haben wir alles zum Parken. Da müsste jetzt die Kamera kommen. Schaut euch die an hier. Assistenzansicht, Panoramaansicht und vieles mehr. 3D-Ansicht finde ich immer ja ganz spannend. So kann man das dann normalerweise drehen. Panorama-Ansicht, 3D-Ansicht. Waschstraßenansicht ist auch spannend, aber 3D finde ich eigentlich am interessantesten. Hier kann man das Auto dann ja, normalerweise drehen. So, genau, so dreht sich das. Spannend. Und hier geht es dann wieder zurück. Und hier sind die anderen Apps, wo man zum Beispiel die Displays dann hier verändern kann, wo man zum Beispiel Park Now, Drive Recorder, Rettungsgassen-App, das ist alles ganz spannend, teilweise auch noch nicht unbedingt da. Ja, Live Vehicle Info, Sitzkomfort. Ihr seht schon, dieses Auto kann wahnsinnig viel. Wir haben hier auch dann zum Beispiel für Media nochmal einen eigenen Knopf. Wenn wir Spotify wollen, müssen wir das dann mit unserem Account verbinden. Fürs Telefon einen eigenen, fürs Navi einen eigenen. Sprachsteuerung funktioniert auch. Jetzt probieren wir noch eine Sache. Hey BMW, navigiere nach Hamburg. Welches dieser Ziele soll ich nehmen? Hamburg. Nee, Hamburg. Hier, dieses Hamburg. Los geht's. Okay, hat funktioniert. Schaut mal, Zielführung starten. Eine Sprachsteuerung, die wirklich auch besser ist. Was wir jetzt machen, ist rausspringen und ich mache euch ein Fazit. Kommt mit. Liebt mich. Kommen wir zum Fazit. Erstmal ganz wichtig, dass ihr diesen Kanal anfangt zu lieben. Viele lieben ihn schon, aber manche haben die Liebe noch in sich. Abonniert den genau jetzt, das ist eine gute Sache. Und Jessie hat zu mir gesagt, ey Jan, das Video, du hast ein bisschen zu oft gesagt, BMW gibt sich Mühe. Aber das ist positiv gemeint, denn wenn man jetzt schaut, Tesla zum Beispiel, da könnt ihr irgendwie die Farbe wählen. Und bei BMW habt ihr so unglaublich viel Varianz, das kostet einfach Geld und ich finde, das muss man honorieren, aber im Fazit geht es jetzt ehrlich gesagt nicht um Mühe geben oder nicht.
Jan war stets bemüht, stand bei mir schon im Zeugnis in der Grundschule, hat mich auch nicht besonders viel weitergebracht, sondern um meine Meinung zu diesem Auto. Und tatsächlich konnte ich die BMW-Fans ein bisschen verstehen in erster Generation. Da kam viel zusammen, der erste Van, das erste frontgetriebene Modell und natürlich sind neue Sachen auch immer ein bisschen schwer zu akzeptieren. Ich glaube, im Frontantrieb haben sich viele abgefunden. Ich bin sogar sicher, dass die meisten da draußen, die gemotzt haben, gar nicht gewusst hätten, ob sie jetzt ein Front-, Allrad- oder ein heckgetriebenes Modell fahren. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wenn man über dieses Auto spricht, dann ist die Optik sportlicher, besser, erwachsener, BMW-esker geworden. Das ist ein richtig schönes Auto, was sehr toll in die BMW-Familie reinpasst. Das ist meine Meinung. Optisch darf jeder seine eigene haben. Wenn man über den Innenraum spricht, dann ist er unglaublich modern geworden auf Niveau vom BMW iX. Und wenn man über die Assistenten spricht, auf einem ähnlichen Niveau, was krass ist, wenn man über die Flexibilität, über die Platzverhältnisse, über die Familientauglichkeit spricht, ist es ein tolles Auto. Aus meiner Sicht, jeder darf seine eigene Meinung haben, das ist alles wirklich okay. Was natürlich entscheidend ist, bei vielen Modellen in dieser Klasse, was nicht Premium angeht, ist der Preis. Ich glaube, der Preis bei diesem Auto ist auch nicht unentscheidend. Und in der Schule habe ich selbst meine Spickzettel geschrieben. Hier macht es der Matthias Bode für mich. Dankeschön dafür. Ich habe nämlich hier die Preise. Hier steht nicht der 218i, sondern ja, der große Plug-in-Hybride. Einstieg beim 218i wird bei 34.057 sein. Vielleicht ganz interessant, der große Benziner, ja, der wird bei 41.000 € liegen. Der Plug-in-Hybride, spannend, der wird bei 43.950 € beginnen. Aber der große Plug-in wird bei 47.550 liegen. Das klingt für die PHEVs erstmal nach sehr viel Geld, aber ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr den als Dienstwagen bekommt, zahlt er nur die Hälfte Dienstwagensteuer und ihr bekommt aktuell, ich weiß ja nicht, wie es sein wird, wenn dieses Video dann online geht, aber eine Förderung von bis zu 7.000 €, die könnt ihr davon abziehen. Und dann macht es natürlich auf einmal wieder Sinn, weil ihr bekommt eine rein elektrische Reichweite, die riesig ist. Das ist Best in Class mit 80 Kilometer aktuell, da hat BMW investiert. Ihr bekommt ein modernes Auto mit Premium-Anspruch und das zu einem sehr soliden Preis, wie ich finde, mit viel Flexibilität. Kann ich eigentlich was kritisieren? Ich muss noch was kritisieren in diesem Video, fällt mir gerade auf. Ist mir gerade aktuell nichts, was mir einfällt, sage ich ganz ehrlich. Was ihr machen müsst, ist natürlich unser Kooperationspartner anschauen. GoLeasy, was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Hier seid ihr gelandet bei The Car Crash Review. Abonniert den Kanal, gebt uns genauso wie BMW all eure Liebe. Ich bin der Jan, bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald in einem anderen Zirkus. Tschüss.